Hallo und herzlich willkommen zur Dezember-Ausgabe Fairnews aktuell im Jahr 2023. Heute geht es unter anderem um folgende Top-Themen. Finn Knope ist abgeliefert, wann das neue Flaggschiff in der Ostsee eintreffen wird, Futura vom Stapel gelaufen, Scandlines neue emissionsfreie Fähre macht nächsten großen Schritt und Großinvestitionen bei der Attica Group, wie es nach der Übernahme der Arctic Lines nun mit der griechischen Reedereiengruppe weitergeht. Das alles und noch vieles mehr erfahrt ihr in dieser Ausgabe Fairnews aktuell. Bleibt also unbedingt bis zum Ende dran, um nichts zu verpassen. Finn Knope ist abgeliefert. Am 12. Dezember 2023 hat Finnlines das zweite Superstar-Schiff Finn Knope auf der China Merchant Sea Werft in Weihai übernommen. Nun tritt sie die 7-wöchige Reise in Richtung Finnland an. Dabei ist sie nahezu voll mit Fracht beladen und wird einige zusätzliche Häfen auf ihrer Reise anlaufen. Ab Februar 2024 wird sie dann zu ihrer Schwester Finn Sirius stoßen und die Abendabfahrt ab Naantali sowie die morgendliche Abfahrt ab Kapellskär bedienen, jeweils über Longness auf den Ålandinseln. Mit der Übernahme der Finn Knope beendet Finnlines sein 500 Millionen Euro schweres Neubauprogramm, mit dem neben der Finn Knope und ihrer Schwester Finn Sirius auch 3 Ro-Ro-Schiffe als Neubauten zur Finnlines-Flotte hinzustießen. Die Finn Knope bietet wie ihre Schwester auf 5200 Lademetern Platz für Fracht und kann jeweils bis zu 1100 Passagiere befördern. Die bisher auf der Finnland-Schweden-Route verkehrende Finn Swan wird auf die Verbindung Travemünde-Malmö wechseln. Isabelle nach Kanada verschartert. Die Isabelle der estnischen Reederei Tallink befindet sich derzeit auf dem Weg nach British Columbia an der Westküste Kanadas. Das Schiff wurde an das Unternehmen Bridgman Services Group verschartert, welches sich auf den Betrieb von Wohnschiffen spezialisiert hat. In Kanada soll nun auch die Isabelle als Wohnschiff im Rahmen eines längeren Chartervertrages für Arbeiter dienen, welche an der Errichtung eines LNG-Terminals in der Nähe der Stadt Squamish beteiligt sind. Der CEO von Tallink, Paavo Nõgene, verdeutlichte in einer Äußerung zum neuen Chartervertrag die positiven Auswirkungen auf die Bilanz des Unternehmens. Außerdem unterstrich er, dass sich Charterverträge von Tallink-Fähren für Wohn- und Transportzwecke in den vergangenen Jahren als eine gute zusätzliche Einnahmequelle für das Unternehmen entwickelt haben. Zuletzt wurde das Schiff bereits im Rahmen eines Chartervertrages mit der estnischen Regierung als Wohnschiff für die Beherbergung ukrainischer Flüchtlinge eingesetzt. Bridgmans hat in der Vergangenheit bereits andere Fähren von Tallink als Wohnschiffe geschartert, so etwa die ehemalige Silja Festival, die heute als Mega Andrea für Corsica Ferries Sardinia Ferries in Fahrt ist, oder die Silja Europa. Letztere befindet sich derzeit ebenfalls im Wohnschiffcharter für das niederländische Unternehmen Slaap Shipping Public, welches es wiederum für die niederländische Agentur für die Aufnahme von Asylbewerbern als Unterbringung für Flüchtlinge betreibt. Neues zu Unity Lines Epsilon. Bereits in der letzten Ausgabe Fairnews aktuell haben wir von dem Ende des Charters der Epsilon bei Irish Ferries berichtet. Nun gibt es neue Informationen zum weiteren Verbleib der Fähre. Ab Januar 2024 wird die bisher an Irish Ferries verscharterte Epsilon nun auf die Unity Line Route zwischen Świnoujście und Trelleborg wechseln. Dort wird sie die Galileouche ersetzen, womit die Anzahl Lademeter von bisher 1830 auf 2860 erhöht wird. Unity Line betreibt die Routen zwischen Polen und Schweden seit Februar 2007, zurzeit mit 4 Schiffen. Zuletzt verzeichnete die Reederei ein positives, stetiges Wachstum auf der Verbindung mit einer jährlichen Wachstumsrate von über 10%. Um dem steigenden Wachstum gerecht zu werden, wird Unity Line ab 2025 2 Neubauten auf der Route Świnoujście-Trelleborg einsetzen. Diese entstehen zurzeit auf der Remontowa Werft in Gdansk und sollen 2025 und 2026 abgeliefert werden. Gleichzeitig hat Unity Line nun die Weichen für eine weitere Zukunft im Hafen von Trelleborg gestellt und mit dem Port of Trelleborg einen 5-Jahres-Vertrag zur Nutzung der Hafenanlagen geschlossen. Dieser gilt vom 1. Januar 2024 bis zum 31. Dezember 2028. Stapellauf für neue Scandlines-Fähre. Am 25.11.2023 ist die neue emissionsfreie Frachtfähre von Scandlines auf der türkischen Werft Cemre auf traditionelle Weise vom Stapel gelaufen. Um 10 Uhr vormittags wurden die Eisenpfähle, die das Schiff auf der Helling halten, entfernt, sodass die neue Fähre über eine Rutsche ins Meer gleiten konnte. Dort nahmen den Neubau mehrere Schlepper in Empfang und brachten ihn an den Ausrüstungskai, an dem ein Großteil der restlichen Arbeiten ausgeführt werden. Vor der endgültigen Übernahme wird die neue Fähre noch einmal für den letzten Anstrich ins Trockendock verlegt werden.
Mit dem Stapellauf wurde nun auch der Name der rein elektrisch betriebenen Fähre bekannt. Der Neubau wird im Rahmen der Taufzeremonie zum Zeitpunkt der Inbetriebnahme auf dem Fehmarnbelt zwischen Puttgarden und Rölby den Namen Futura erhalten. Carsten Nörlet, CEO von Scandlines, betont in einer Pressemitteilung, dass Scandlines mit der Futura eine Reise ohne direkte Emissionen ermögliche, da die Fähre ausschließlich mit Strom betrieben werde. Gleichzeitig habe man großen Wert auf ein noch besseres Kundenerlebnis an Bord gelegt. Außerdem betont Carsten Nörlet, dass Scandlines auch in Zukunft über viele Jahre hinweg weiterfahren wird. Auch dann, wenn die feste Fehmarnbelt-Querung eröffnet wird. Vorteile sehe er insbesondere für Lkw-Fahrer, die im Rahmen der Fährüberfahrt ihrer gesetzlich vorgeschriebenen Ruhezeit nachkommen können, als auch Familien, die in den Urlaub fahren und Skandinavier, die zum Großeinkauf nach Deutschland kommen. Mit der 147,5 Meter langen und 25,4 Meter breiten Fähre geht Scandlines nun den nächsten Schritt in Richtung emissionsfreier Fährschifffahrt. In Zukunft wird Scandlines auch die weiteren 4 Hybridfähren auf dem Fehmarnbelt auf einen rein elektrischen Antrieb umrüsten und damit eine vollkommen emissionsfreie Überfahrt über den Fehmarnbelt ermöglichen. Hierzu werden zunächst Ende 2024 die beiden unter deutscher Flagge verkehrenden Schiffe Schleswig-Holstein und Deutschland mit einer 10 Megawattstunden Batterie ausgestattet, die über die neu gebauten Landstromanschlüsse in Puttgarden und Rölby in nur 12 Minuten mit mindestens 80% der für eine Überfahrt benötigten Energie geladen werden. Hierzu werden außerdem Solaranlagen an Bord der Fähren installiert. Insgesamt investiert Scandlines so 31 Millionen Euro in die Elektrifizierung der Fehmarnbelt-Fähren. Das Bundesministerium für Digitales und Verkehr unterstützt das Projekt finanziell im Rahmen eines Förderprogramms zur nachhaltigen Modernisierung von Küstenschiffen, kurz NAMKÜ, mit bis zu 40% der Umrüstungskosten. Scandlines wird den entsprechenden Vertrag für die Umrüstung voraussichtlich Anfang 2024 unterzeichnen. Vorbehaltlich der endgültigen Lieferzeit der für den Umbau benötigten Komponenten werden die Fähren ab Ende 2024 bis 2025 umgerüstet. Batterieelektrische Hinoi vom Stapel gelaufen. Die türkische Cemre Shipyard hat die Hinoi, eine batteriebetriebene Doppelendfähre, für die norwegische Reederei Torghatten Nord AS vom Stapel gelassen. Die von der Norwegian Ship Design Company entworfene 117 Meter lange Hinoi soll 399 Passagiere und 120 Fahrzeuge auf der Relation zwischen Borgnes und Lödingen in Nordnorwegen befördern können. Die 9,2 Megawattstunden Batterien ermöglichen eine Überfahrtszeit von einer Stunde bei einer Geschwindigkeit von 13 bis 14 Knoten. Außerdem ist geplant, dass der Betrieb der neuen Fähre mit Strom aus dem nationalen norwegischen Stromnetz erfolgt. Das Laden erfolgt über automatische Hochleistungsladeanschlüsse an beiden Terminals. Bei Bedarf kann die Hinoi auch auf Biodieselgeneratoren zurückgreifen. Die Fähre soll über 2 völlig unabhängige Antriebs- und Stromversorgungssysteme verfügen, die so angeordnet sind, dass nach einer Störung in einem System das jeweils andere betriebsbereit bleibt. Smyril Line übernimmt Seaguard. Am 12. Dezember 2023 hat die färöische Smyril Line das Ro-Ro-Schiff Seaguard von Bore übernommen. Das nun in Glöversnes umbenannte Schiff wird in Zukunft die Route zwischen Tórshavn auf den Färöerinseln, Porlaxhöven auf Island und Hirtshals in Dänemark bedienen. Die Glöversnes wurde ursprünglich für Brohusel Chartering auf der Sitas-Werft gebaut und seit ihrer Indienststellung im Jahr 1999 an Transfennica verschartert. Irish Ferries kündigt neue Frachtroute an. Irish Ferries wird ab Anfang 2024 einen neuen Frachtdienst zwischen Nordirland und Schottland anbieten. Der neue Dienst wird das Streckennetz von Irish Ferries erweitern und die Verbindung zwischen Irland, dem Vereinigten Königreich und Europa verbessern. Außerdem ergänzt der neue Frachtservice gleichzeitig die bestehenden Dienste ab Dublin und Rosslare. Stena Line eröffnet neue Frachtroute. Im Februar 2024 wird Stena Line eine neue Frachtroute zwischen Dublin in Irland und Birkenhead in der Nähe von Liverpool im Nordwesten Englands eröffnen. Zunächst wird die neue Route mit einem Schiff bedient, das morgens von Dublin aus startet und abends die Rückfahrt von Birkenhead aus antritt. Stena Line betreibt bereits jeweils eine Route ab Dublin und ab Liverpool, sodass der neue Dienst die bestehenden Routen Dublin-Holyhead und Belfast-Liverpool ergänzen wird. Welches Schiff auf der Route eingesetzt wird, soll zeitnah bekannt gegeben werden. Somit reagiert Stena Line auf das Ende der P&O-Ferries-Verbindung Liverpool-Dublin. P&O-Ferries muss diese aufgrund fehlender Liegekapazitäten im Hafen von Liverpool Ende dieses Jahres einstellen.
Margarita Salas vom Stapel gelaufen. Mit der Margarita Salas ist die neueste für Balearia bestimmte Schnellfähre auf der Amon-Werft in Gijón vom Stapel gelaufen. Bei der 123 Meter langen und 28 Meter breiten Fähre handelt es sich um ein nahes Schwesternschiff der 2021 abgelieferten Eleanor Roosevelt. Die Margarita Salas besitzt zusätzlich zu ihrem Schwesternschiff ein zweites Passagierdeck und 10% mehr Antriebskraft. Angetrieben wird die Schnellfähre von 4 Dual-Fuel-Motoren, die zurzeit mit LNG betrieben werden, aber bereits vorbereitet sind für die Nutzung CO2-neutraler Treibstoffe. Die Margarita Salas ist nach der gleichnamigen spanischen Wissenschaftlerin benannt, die eine der Vorreiterinnen im Bereich der Molekularbiologie war. Die Margarita Salas bietet Platz für 1200 Passagiere und 400 Fahrzeuge. Balearia investiert mit dem Bau der Margarita Salas 126 Millionen Euro in eine grüne Zukunft des Unternehmens. Nerea an Sirema abgeliefert. Die zur italienischen Caronte und Tourist Gruppe gehörende sizilianische Fährenreederei Sirema hat von der türkischen Sefin-Werft den 110 Meter langen Dual-Fuel-Neubau Nerea übernommen. Die 40 Millionen Euro teure Fähre wird zwischen Milazzo und den Aeolischen Inseln eingesetzt. Das Fahrzeugdeck der Fähre bietet auf 490 Lademetern Platz für Fahrzeuge, die das Deck über eine 10 Meter x 10 Meter große Heckrampe befahren können. Die Nerea kann 800 Passagiere als Schiff der EU-Klasse B und 400 Passagiere als Schiff der EU-Klasse A befördern. EU-Klasse A heißt ausgelegt für ausgedehnte Fahrten, bei denen Wetterverhältnisse mit einer Windstärke über 8 auf der Buffon-Skala und signifikanten Wellenhöhen über 4 Meter auftreten können, zum Beispiel im Hochseebereich, und diese Schiffe weitgehend aus eigener Kraft überstehen können. Die EU-Klasse B sagt aus, dass das Schiff ausgelegt ist für Fahrten, bei denen Wetterverhältnisse mit einer Windstärke von bis einschließlich 8 und Wellenhöhen bis einschließlich 4 Meter auftreten können. Das Schiff ist eine diesel-elektrische LNG-Hybridfähre, die eine Dienstgeschwindigkeit von 16,5 Knoten erreicht. Außerdem sind 1000 Kilowattstunden Batteriepaket und auf einer Fläche von 250 Quadratmeter Solarzellen installiert. Stapellauf der Pietro Mondello. Und auch der Mutterkonzern von Sirema, Caronte und Tourist, erhält einen Neubau. Die 134 Meter lange Pietro Mondello ist auf der türkischen Sefin-Werft vom Stapel gelaufen. Die zur 2018 abgelieferten Elio, nahezu baugleiche Fähre, wird vor allem technische Verbesserungen gegenüber ihrem Schwesternschiff aufweisen. Außerdem erhält der Neubau ein Batteriepaket mit einer Kapazität von 2 Megawattstunden. Die Pietro Mondello bietet Platz für 1500 Passagiere und 290 Autos und soll wie ihr Schwesternschiff in der Straße von Messina zwischen Messina und Villa San Giovanni zum Einsatz kommen. In den nächsten beiden Jahren möchte Caronte und Tourist noch 3 weitere neue Fähren für die Verbindungen zu den sizilianischen Inseln und für den Einsatz in der Straße von Messina bauen. Ehemalige Beniamino Cannavale vor Sizilien auf Grund gelaufen. Das zur Vamar-Klasse gehörende Roro-Schiff Lider Bresci, früher bekannt als Beniamino Cannavale, ist am 26.11.2023 vor Sizilien auf Grund gelaufen. Das Schiff befand sich im Schlepptau des Schleppers Teddy auf dem Weg von Neapel nach Tuzla, als bei hohem Seegang im Mittelmeer ein Schleppseil riss. In der Folge begann das Schiff zu treiben und lief etwa 10 Meilen von Milazzo an der Nordküste Siziliens auf Grund. Das Schiff wurde von der Compagnia Italiana di Navigazione versteigert und von türkischen Interessenten für 3,25 Millionen Euro erworben. Die italienische Küstenwache überwachte die eingeleiteten Bergungsarbeiten, die mit Hilfe von 4 Schleppern der Rimorchiatori Augusta, einer Tochtergesellschaft der von MSC kontrollierten Rimorchiatori Mediterranee, erfolgreich durchgeführt wurden. Das Schiff wurde zur Überprüfung in den Hafen von Messina verlegt. Die Lider Bresci wurde 1992 gebaut und verfügt über 1820 Lademetern Platz für Fracht. Die Höchstgeschwindigkeit beträgt 19,1 Knoten. Großinvestition und Umstrukturierung innerhalb der Attica Group. Nach der Fusion mit Anec Lines hat die Attica Group ein umfangreiches Flottenmodernisierungsprogramm eingeleitet, das knapp über 1 Milliarde Euro kostet und sich auf die Entwicklung grüner Fähren konzentriert, sowohl bestehender Schiffe als auch Neubauten. Gleichzeitig erwägt Attica auch ein Neubauprogramm für kleinere Fähren für den Einsatz in der Ägäis. Das umfassende Flottenmodernisierungsprogramm von Attica wurde zusammen mit Lloyd's Register entwickelt und umfasst 3 Phasen.
Die erste Phase ist bereits im Gange und umfasst unmittelbare Maßnahmen zur weiteren umweltfreundlichen Optimierung der Flotte. Dazu gehören die Optimierung von Antriebssystemen und von digitalen Systemen sowie die Installation von Photovoltaik und anderen Energiesparsystemen mit einem Gesamtbudget von 160 Millionen Euro. Die zweite Phase umfasst den Einbau neuer Dual-Fuel-Motoren auf ausgewählten Fähren mit einem Investitionsvolumen von 400 Millionen Euro. Die Phase 2 wird 2026-2027 umgesetzt sein. Die dritte und letzte Phase sieht den Bau neuer RoPax-Fähren vor, die den internationalen Vorschriften für eine erhebliche Reduzierung der Schadstoffemissionen entsprechen. Für diese Phase ist ein Budget von 500 Millionen Euro geplant. Die Phase soll bis 2029 abgeschlossen sein. Nach der kürzlich erfolgten Integration der Aneclines in die Attica Group beginnt für letztere nun eine neue grüne Ära, die sowohl durch neue Investitionen als auch durch organisches Wachstum gekennzeichnet ist. Im ersten Schritt nimmt der Fährenriese eine Umstrukturierung der Flotte vor. Konkret plant die Gruppe den Einsatz von 4 großen Schiffen auf der Strecke Piräus-Kreta, die alle mit der Lackierung von Aneclines versehen werden sollen. Die Schiffe, die für die Linie Piräus-Chania eingesetzt werden, sind die 1998 gebaute Elyros und die 31 Jahre alte Elvinizielos. Auf der Linie Piräus-Heraklion werden die 1987 vom Stapel gelaufene Lev Kaori und die 1992 fertiggestellte Kissamos eingesetzt werden. Beide waren vormals Blue Star Ferries Schiffe namens Blue Horizon und Blue Galaxy und sind bereits weiß gestrichen. Es gibt Überlegungen, die Elvinizielos durch ein anderes Schiff mit größerer Fahrzeugkapazität zu ersetzen. Dies würde der Ausrichtung der Gruppe entsprechen, den Lkw-Dienst auf den Verbindungen nach Kreta auszubauen. Im Adria-Dienst hingegen wurde beschlossen, dass 2 zusätzliche Schiffe von Superfast betrieben werden und die typische rote Lackierung erhalten sollen. Das erste neue Superfast-Schiff ist die 1996 in Japan gebaute Ariadne. Diese soll ab dem 15. Dezember in den Adria-Dienst aufgenommen werden. Diesen hat sie bereits letztes Jahr in der Hauptsaison in den Farben der Hellenic Seaways durchgeführt. Das zweite Schiff, das einen Farbwechsel erfahren könnte, ist die 1991 gebaute Asterion 2, die derzeit in weiß mit kleiner Aufschrift Operated by Superfast auf der Strecke Patras-Venedig für Superfast verkehrt. Balearia plant neue Karibikroute. Balearia möchte im Sommer 2024 eine neue Fährverbindung zwischen San Pedro de Macorís in der Dominikanischen Republik und Mayagüez in Puerto Rico eröffnen. Die Reederei wird eine tägliche Verbindung auf der 133 Meter langen Route zwischen den beiden Häfen anbieten. Außerdem plant Balearia den Bau eines Terminals im Hafen von San Pedro de Macorís und die Anpassung des Terminals in Mayagüez. Das Unternehmen wird die 7-stündige Überfahrt zwischen den beiden Antilleninseln mit einem umweltfreundlichen Schiff durchführen, das die erste erdgasbetriebene Fähre in der Karibik werden könnte. Balearia ist seit 2011 in der Karibik tätig, wo es derzeit den nordamerikanischen Hafen Fort Lauderdale mit den bahamischen Inseln Grand Bahama und Bimini verbindet. Der neue Dienst wird die 3. Route von Balearia in der Karibik und die 6. internationale Verbindung. Gewinner des Fair News Community Awards. An dieser Stelle freuen wir uns sehr, TT-Line als beliebteste Fährreederei des Jahres 2023 auszeichnen zu dürfen. In 6 Runden und gegenüber 60 Reedereien hat sich TT-Line dieses Jahr durchgesetzt. Ihr habt TT-Line damit zur beliebtesten Reederei 2023 gewählt. Vielen Dank an dieser Stelle noch einmal für eure rege Beteiligung. Das war es nun aber mit der Dezember-Ausgabe Fair News aktuell in 2023. Wir wünschen dir ein wunderbares Weihnachtsfest und einen guten Rutsch ins neue Jahr. Merry Christmas! Hat dir die Ausgabe gefallen? Dann lass gerne ein Like da. Wenn du sonst Anmerkungen oder Wünsche hast, schreib uns gerne einen Kommentar. Wir freuen uns auf dein Feedback. Wenn du noch nicht genug Fair News hast, können wir dir noch die letzte Ausgabe Fair News aktuell empfehlen. Darin ging es unter anderem um die Neubauten von Unity Line, neue Infos zu Hansa Destinations oder die Neubauten für La Meridional. Viel Spaß dabei und bis bald!